Hallo ihr Lieben und ein herzlich willkommen auf dem HundelungeVR-Kanal. Ich zeige euch heute so ein VR-Experience-Pack. Ich habe von der Firma noch nichts gehört, die sollen sehr, sehr geile Experience machen. Ist vom letzten Jahr, also letztes Jahr erschienen, kostet 14,79, packe ich in die Beschreibung. Da ist einmal drin Human Anatomie in VR, dann kennt VR und Life in Water. Wir fangen mit Life in Water an. Du bist ja mein Englisch. Oh Gott, ey. Das ist nämlich von der Firma VR. Die machen wohl richtig knaller Sachen wohl in VR. Und da will ich mir das mal reinziehen. Das sind ja 3 Experience, also quasi eine für unter 5 €. Also mehr geht nicht. Ich gucke mir das mal an und gucke, ob das was taugt. Hat eine Bewertung bis jetzt auf Steam. Also man findet das gar nicht. Ich habe das wirklich durch Zufall über eine andere Seite gefunden. Also ich freue mich drauf. Mal wieder was Neues. Oh, geil. Hello, young explorer. Do you know why we call Earth a blue planet? Because 71% of Earth is covered with water. Our Earth is the only planet in our solar system with liquid water. The ocean is vital for all living things because almost half of the Earth's oxygen is produced in the ocean. The Earth has many seas and oceans. Do you know the difference between seas and oceans? The seas are much smaller than oceans, and the seas are part of the oceans closest to land. On Earth, we have 5 oceans: the Indian Ocean, Antarctic Ocean, Okay. Leider the komplett Pacific Englisch. Ocean, Pacific Ocean, okay. Arctic Ocean, Okay, Arktis. the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, okay. When it comes to seas, we have 57 seas. And the largest ones are the Arabian Sea, South China Sea, Aha. Bering Sea, the Caribbean Sea, the Mediterranean Sea. Do you know that 95% of the oceans are unexplored? Because humans cannot reach the bottom of the oceans. We are still exploring. Now, dear explorer, the ocean is calling, and it's time to embark on an adventure of a lifetime. Oh, es geht los, Leute. Freue mich. Glaube ich. To truly comprehend the magnitude of this underwater world, imagine standing beside a towering blue whale, the largest creature on Earth. Its sheer size and power mesmerize you as you stand in awe. This majestic creature hunts at a depth of around 100 meters within the well-lit zone of the sea. Oh, That's was geht denn almost hier? as tall as the iconic Statue of Liberty. But let us not stop here. Let us dive deeper into this world of wonders. Wow. Yeah, Free Willy. Ist das cool gemacht, Leute. Was heißt das denn hier? Look here. Wie look here? Achso, er hat einen Pfeil nach da gezeigt, okay. As we plunge into the depths, we find Whoa! ourselves at a staggering depth of 324 meters. That's equivalent to the height of the renowned Eiffel Tower. Ist das geil. Boah, endlich mal wieder eine vernünftige Experience, Leute. Ohne Scheiß. Yeah, Rochenjochen. Nee, Jochenrochen. Was ich einfach als erstes angucken soll. Yeah, der Hammerhai. Wow, was ist das denn hier? Ach, ein Taucher. Ahmed Gabbar, a man of extraordinary bravery, holds das the geil. world record for the deepest scuba dive at a mind-boggling 332 meters. Warte mal kurz. In the face of unimaginable pressure, Ja. he pushed the boundaries of human exploration. Boah, Digga, ey. Down here, the pressure is 26 times greater than at the surface. Alter, ist das gut
jetzt können wir uns erst hingucken sollen, weil das so cool ist. Wow! Was ist das denn für ein Teil? Ein Shark, ein Hai, okay. Oh, es geht noch weiter runter. Ach du Scheiße. At 700 meters, we reach the danger zone, where most modern-day nuclear-powered submarines silently cruise in the ocean. Ist das geil gemacht, ey. Also bis jetzt kann ich euch das echt empfehlen. Es sind 5 Euro, unter 5 Euro für eine Experience, also der absolute Burner. Krass. Es geht noch weiter runter. Ach du Scheiße. Now at 829 meters down, we stand in awe at the foot of the world's tallest building, the iconic Burj Khalifa. But even this towering structure pales in comparison to the wonders that await us deeper. Man müsste rein theoretisch, also man spielt auch, dass es hier im Sitzen spielen soll. Ich denke mal wegen Motion Sickness. Also ich glaube, im Stehen würde ich hier umkippen. Boah, geil, Feuerquallen, ne? Wally! Ab und zu leckt das mal, aber das ist auf volle Kanne gestellt. Wow. At 1096 meters, we find ourselves in the heart of the Andaman Sea. Hey, Jellyfish. Here, the sunlight can no longer penetrate the darkness that engulfs the ocean floor. It is a place where only the hardiest of creatures survive, adapted to an existence devoid of light. Ihr kleinen süßen Schnuckelputzels. And now, we find ourselves at 1500 meters, entering the midnight zone in the Mediterranean Sea. In this realm of perpetual darkness, most animals can't see in the pitch-dark world. Yet, life persists, as nature finds a way to adapt and thrive in the face of adversity. It is here that our spirits are ignited, a desire to push the boundaries of exploration further than ever before. Oh, ab und zu kommt mal so ein kleiner Fisch auf euch zu. At 3,000 meters, it's the deepest any mammal has been recorded swimming. That's the Cuvier beaked whale. With its remarkable ability to navigate the depths, captivates our imagination. Wow! Es vibriert auch, wenn du den anfasst, total geil. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Hier ist so geil. Ich habe Angst, meine ich. Oh, noch weiter runter. Ach du Scheiße. Guck mal, fast 4 Kilometer runter. But not even the Cuvier beaked whale could explore the Titanic. Geil! The RMS Titanic is perhaps the most famous shipwreck of all time, which rests at a staggering depth of 3,810 meters. Here the pressure is 378 times greater than at the surface. Absolute Wahnsinn, ey. Also ich habe ja schon viel Experience gesehen, aber die ist bis jetzt die beste, die ich gesehen habe. Also, und gerade mal eine, da sind ja 3 drin. Alter. Ist das ein Schrimpi? Jo. Wow! You can find sea life like the fangtooth. Oh, ich bin erschrocken, Alter. Oh, die haben eigentlich oben so ein Leuchte. Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Hagfish. Krass. Uah, die sehen so saugig aus. So wie hier, wie heißt noch der Film mit den Raketen, Land der Raketenwerfer? And Dumbo octopus at this depth. The deepest living octopus on hand. Noch nie von gehört. Wahnsinn. Oh, noch weiter runter. 6. At 6,000 meters, we are entering the Haddle Zone, an area designated for the ocean's deepest trenches, like the legendary Mariana Trench. Boah, Digga, ey. Imagine if we were to dip the mighty Mount Everest into the Mariana Trench. Its towering summit, standing proud at 8,850 meters, would barely graze the surface of this abyss.
Grafik sieht gut aus. In the remarkable year of 2012, acclaimed filmmaker and explorer, director James Cameron, embarked on a mission that would defy all expectations. Yeah! Descending into the depths with his specially designed vehicle, the Deep-Sea Challenger, Cameron ventured to a staggering depth of 10,900 meters. Ich bin echt sprachlos, Leute, ich schwöre es euch. Gibt ein Mega-Review, freue ich schon mal, lieber Entwickler, drauf. Also sogar eine Experience wäre locker 10 bis 15 Euro wert. Oceanographer Jacques Piccard and Lieutenant Don Walsh set the Deep-Sea Challenge world record in 1960 by descending to the lowest point on Earth at a record of 10,910 meters below sea level. That's almost 11 kilometers below sea level. Verdammte Scheiße, ey. Naja, nur zur Info, ich habe das selber gekauft. Ich habe keinen Key bekommen. Es gibt keine Antwort vom Entwickler. Es gibt auch nirgendwo irgendwie einen günstigen Key. Es könnt ihr knicken, also brauchen die auch gar nicht. Also das ist überhaupt nicht nötig. Boah, was ist das denn, Digga? At 11,034, we have reached the deepest known depression, which lies east of the Mariana Islands in the western North Pacific Ocean. Since then, scientists have sent many unmanned submersible vehicles to explore the depths of the oceans. Humans have only explored an estimated 5 to 10% of oceans. We have only just begun to understand the deep, dark water world. Wow, ey. Das sind diese Würmer wieder. Venturing from the mysterious depths of the ocean, let's now embark on a captivating journey to explore the wonders of coral reefs, where these fascinating animals, known as corals, come together to create underwater ecosystems. Gucken, wie weit ich hier reinlaufen kann, ich weiß es nicht. Also nur bis hier, okay? Okay, oh, ist das geil gemacht. Verdammt gut gemacht, echt, wirklich. Wow. Ach, es geht noch weiter, ich dachte, das war's. In the heart of the deep blue sea, a world of wonder and mystery awaits. It is a realm where vibrant colors dance with shimmering waves, and creatures of all shapes and sizes captivate the hearts of every human being. The most widespread creature is also the most important one, the coral. For thousands of years, these corals have been forming enormous constructs, even islands worldwide. The best known among them are the Bahamas, Bermuda, and the Maldives. Corals are very sensitive to water temperature. It always has to be between 20 to 29 degrees centigrade. That's why you always find them in shallow, tropical, and lighted waters. Oh, sieht das gut aus, ey. Bevor es mein PC packt. Guck mal, oh, look! We found the clownfish! Yeah, they eat plankton and algae. Hey! Boah, das sieht so gut aus, ey. And here comes the most colorful fish. Oh, die sehen auch schön aus. A royal angelfish. Wow. With each graceful movement, it seemed to paint the ocean canvas with its vibrant presence. Krass. The blue-cheek butterfly fish is one of the most eye-catching reef fish. Cool. Its vivid colors enchanted all who laid eyes upon it. Ich hoffe, dass es nicht abstürzt, weil das Unreal Engine habe ich immer Probleme mit. Und das ist sehr hardwarehungrig, also man merkt das auch schon. Also das ist echt der Knaller, ey. Ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen raus, bin ich ehrlich. The orbicular batfish is pretty flat and high, but the older it gets, the more it becomes discus-shaped. Schön, Fischi.
Ey, sowas habe ich mir gewünscht, was ich hier alles sehe. Sea turtles Echt? are an endangered Die species. letzten 7 Jahre A habe ich sea mir sowas turtle is gewünscht. longer than 1.5 meters and weighs more than 200 Verdammte kilograms. Hacke, ey. It manages to float through the water daintily. Sea turtles spend most of their life underwater and Sehen can so live gut up aus, to ey. 100 years. Die haben sich richtig Mühe gegeben hiermit. Verdammte Hacke, ey. Schöne kleiner Turtle. Oh, ey. Knaller. The eels have Ah, nice. long stretched bodies that are flattened to the sides. The moray eel does not have pelvic or pectoral fins. They move by meandering, and to breathe, they have to open their mouth and flush the water through their gills. Oh, sehen die gut aus, ey. Wahnsinn. Ich hoffe, die zeigen nachher noch irgendwie so ein paar coole Quallen oder so. Hier, Jochenrochen. Geil. The stingray feels very comfortable on the soft sea floor 50 meters deep. Stingrays have the habit of burying themselves in the sand so they cannot be seen while they are waiting for Wie gern prey. würde ich sowas mal in echt sehen, ne? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ey. Schön tauchen und so. The blue-spotted ribbon-tail loves to hunt shellfish, crayfish and starfish. Wunderschöne Tiere. Oh, jetzt wird's aber dunkel hier. Ah, The spotted eagle ray and manta ray are very similar. oh, sind die hübsch. Genauso Both von like to hier. swim in deeper water, Drachen- especially at night. Drachen-Dingsbums They can drin, reach ja. up to 3.3 meters long and 3 meters wide. On their tail is a sting with barbs, placed on it to defend themselves against bigger predators. We hope he does not have to use it on us. Oh, ey. Absolute Burner, Leute. Was ist das denn? Wird's aber sehr dunkel hier. Wow, was? Wow. Here's the fascinating sea animal, the orca. These whales inhabit relatively shallow waters of almost every sea and ocean in the world. They are the apex predators. Die haben richtige Zähne hier. It means no other sea animals hunt them down. Krass. Surprisingly, they are not whales. They are Super gut, dolphins. Leute. Nein, bitte nicht abstürzen. Wahnsinn. Ah, wie gesagt, sehr harthungrig, also... As the light starts getting dimmer and the water gets colder. At this depth, you can see a giant Pacific octopus that can swim down to 2,000 meters. Wow, alter Falter. Krass. Going deeper now, you will see the blue whale, the largest creature in the ocean. What a melody. These are the sounds whales Schwöre, make Leute, to communicate beste with other Experience whales on the and sea world. animals. They are just incredibly Oh, ich hab voll die beautiful to Gänsehaut, look ey. at. Verdammte Hacke, ey. This part of the ocean is called the Midnight Zone, and it's home to strange creatures. Bitte nicht abstürzen. One of those is the giant squid. It Digga, inhabits ey. depths of 1,000 meters. Just imagine the creature with eyes the size of frisbees. Wow. Ich muss mal kurz gucken, ob der da aufnimmt. Ich hab Angst, dass OBS abstürzt. Sieht gut aus. Oh, Gott sei Dank. Ich mache jetzt gleich mal ein bisschen Werbung. It's für den always a Entwickler. delight to encounter the most magnificent and ferocious great white shark. Geil. This ultimate predator feels great at such depths. Sharks don't have great eyesight. They navigate by scent. Most sharks have 5 rows of teeth and can have as many as 3,000 teeth at once. It's a good thing sharks never run out of teeth, as they lose up to 100 per day. Boah, Wahnsinn, ey. Here now, the journey into the absolute depths begins. It's time to delve into the abyss. Ja. Wow.
At 4,000 meters, we meet the monsters out of our worst nightmares. Nein, bitte nicht. The sea devil anglerfish. The appendage has a glowing light attached to its end, which attracts the sea animals. Once the prey gets close enough, the massive jaws of the anglerfish swallow it in split seconds. Look at its long and crooked teeth, along with a growth on its head that lures the prey. Wahnsinn. Absolute Knaller. Was ist das denn? Achso. In the Mariana Trench, about 7,500 meters, we found the deepest fish. It's called a snailfish. Its body is translucent, so you can see right through its skin. This fish is surprisingly strong to withstand such pressure at this depth. Absolute Birne, ey. Going deeper. Noch tiefer. This is the Challenger Deep, the bottommost point of the Mariana Trench. It is a place that holds the key to unlocking the secrets of our planet. A place that beckons us to explore and unravel the mysteries that lie beneath. Ich will nicht wissen, was das alles hier gekostet hat. As we find ourselves standing at the very bottom of the earth, a sense of awe and wonder fills our hearts. We are filled with hope for the future. For the knowledge that awaits us in the depths of the ocean is immeasurable. Who knows what undiscovered species and extraordinary adaptations lie in wait, ready to astound us with their resilience and beauty. Bitte nicht abstürzen. Das ist sehr, sehr hartnäckig, Leute. Now let's get ready for some fun underwater adventure and excitement. Warte mal, ich kann mich auch nicht bewegen. Kommt vielleicht noch was? Nee. Boah, ich dachte, also die am Anfang war am hellen. Boah, vorbei, ey. Absolut Knaller. Das geht noch weiter. Willst du mich verarschen? Ich denn jetzt festhalten? Wie geil ist das denn? Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Das ist so geil. Los geht's. Jetzt mal gucken wegen Steuerung. So. Go ahead and complete the fun task to collect as many points as you can in this fast-paced ocean ride. Take a deep breath, ride fast, and unleash your inner aquatic champion. Ready, set, go! Ist ja geil. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, Leute. Let's go! So, mit Steuerung war jetzt was? Nach da und nach da, oder was? So wie es ausschaut, ne? Alter! Schwer. Ihr müsst euch selber bewegen, nur zur Info. Oh! Level 2, yeah! Oha.
das schwer, Leute. Ich kippe gleich vom Stuhl. Also sehr schwer zu steuern auch. Kann das gleich sterben. Yeah, finish. Ich hab's geschafft. Verdammte Hacke. Also hinter uns kann man nicht gucken. So, Exit. Hammer, Hammer, Hammer. Kann ich dazu nur sagen. Jetzt die Frage, soll ich die anderen auch zeigen? Na gut, zeige ich euch. Ich würde sagen, erst da und dann da, ja? Gut. Ich hoffe, dass mein Akku reicht. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde für die eine Experience da gebraucht. Sehr cool. Achso, Play und Exit. Play. Play, 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 play. Wie, du bist abgestürzt. Leckt ein bisschen. Warte mal gucken, was ich fängt. Man kann hier Oh, rumlaufen. hello there. You have been watching me working. So welcome to the science class. I am Dr. Caput. Hallo, Today Dr. we are Caput. going to learn about the human body. Okay. The human body is an overly Kennt ihr noch complex die Reise machine zum with menschlichen many Körper? parts Das wird that nämlich jetzt work by passieren. themselves or others to perform specific functions. Ja, ich freue Our mich. Ich body drück jetzt einfach, der contains labert. many Laber organs nicht. that work together to keep us healthy and active. Wird jetzt geschrumpft Tell und me the Laser. Das habe ich three in der Vorschau most gesehen. important things our body needs to stay alive. Yes, you are right. We need clean air, clean water, and healthy food. Good job. Zeigen But nämlich den have menschlichen you Körper ever innen drin. wondered what happens to Finde ich the air auch we ganz breathe interessant. and the food we eat? And why do we need Ja, air wie ihr and Wasser food? trinkt, wie ihr esst und wo das No rauskommt, wo das verdaut wird. Let me tell you. We intake oxygen when we breathe and exhale carbon dioxide. This process is known as our respiratory system. This is one of the most vital organ systems of the body. Are you ready to see the human body from inside and how the respiratory system works? To go inside a human body, we need to shrink ourselves into the size of a particle, which even a human eye can't see. Ich mal ein bisschen umgucken hier. Man If kann you leider are ready, in die Räume nicht rein. press the plasma laser button. Ja, 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 ja. Und los geht's. Wow. Ich hab The Angst. laser is heating up. Wow. Here we go. Yeah. Gib's mir. Wow. Ghostbuster-Style. Wow. The world sure seems gigantic when you are the size of a particle. Let us fly inside the human body. Follow me. Ins Nasenloch. Ich hab Angst. As we breathe through our nose, geil. the oxygen-rich air enters the nostril. The nose Sehr is cool. quite a fantastic structure. It is our primary and foremost airway. The nasal cavity helps to filter the air. These hairs in the nose are called vibrissae. Nasenhaare. Do you know that air can be dirty, dry, or cold? The perfect breathing air should be clean, humid, and warm. Vibrissae are the first line of defense against large dust particles. Inside the nasal cavity, the air gets warm and humidifies to suit the body's temperature.
It prevents dryness in the respiratory membrane. But do you know that when we breathe with our mouth, the air flows directly to the lungs? Thus, it does not provide any filtration, humidification, or temperature control, but it helps to increase the air intake, which we need during heavy exercise or heavy work. From here, the air moves down into the pharynx. Here you can see the uvula. It's a fleshy teardrop-shaped piece of tissue that hangs at the end of your soft palate near your throat. Der sich The dreht eigentlich uvula spielen, aber ich habe stops hier nur einen food and festen. liquid Das from heißt, ich muss mich entering dann your immer so nasal drehen. cavity Das ist aber ein as bisschen the doof. uvula and the soft palate move upward when Bisschen you Zunge. swallow. Da ist die Gurgel. The pharynx has two important structures. In the front, we have the trachea, and behind the trachea is the esophagus, which is known as our food pipe. The air cannot get into the esophagus as it is a strong muscular structure which stays closed in normal circumstances, such as when we are not eating or drinking. Ich will hier nicht rein. Also wie gesagt, nicht wundern, das ist sehr, also The air travels through the trachea. Here the trachea splits in a V shape. The air goes to the right and left lungs and reaches the bronchi. guck mal kurz. Where tiny hair called cilia move back and forth, moving the mucus inside. The mucus is a sticky substance that collects germs and tiny particles that might harm the lungs. From each bronchus, the oxygen enters the lungs. Like tree branches, each bronchiole splits into thousands of bronchioles. Each bronchiole connects with many bubble-shaped alveolus. In this alveolus, the Leider actual Englisch, gas finde ich ein exchange bisschen schade. happens. Aber für den Preis ist mir das wurscht. Oxygen goes in, carbon dioxide comes out. Ich wollte den Körper so schon mal von innen sehen. Allen The alveolus is wrapped in capillaries full of blood cells Ich habe jetzt keine containing a Hände mehr. special protein called hemoglobin. Krass gemacht, ey. When the deoxygenated blood cells absorb oxygen, they turn into red blood cells. This change creates carbon dioxide, which gets absorbed back by the alveolus and returns to the bronchiole, into the bronchus, and then the trachea. And finally, we exhale it through our mouth. Was? Now let's see what happens to the lungs when we breathe. Move the lever up to inhale and move it down to exhale. In normal circumstances, we inhale and exhale 20 times per minute. Ich hyperventiliere. Now that you have understood what happens inside the respiratory system, it's time to learn what happens when we eat Ich glaube, ich food. bin von der Höhe To her nicht understand richtig. that, we will now have to go inside and see what happens in the Dann digestive ruckelt das auch. system. Ich versuche mal kurz, ich habe Angst. Also wenn es abstürzt, tut mir leid, Leute. Na, warte, jetzt warte ich lieber mal. Ich hätte das sonst noch mal kalibriert kurz. Mich ehrlich gesagt nicht, weil es echt so schon an manchen Stellen am Ruckeln ist. Vielleicht hat er das jetzt automatisch kalibriert, hoffe ich mal. The human Darm, ne? digestive system is very complex and has evolved for millions of years. It basically consists of the rectum, the large intestine,
the small intestine, the Die Leber, ne? pancreas, the stomach, also called the gaster and ventriculus, and the liver with the Die Leber war oben, gallbladder. ja. Oh Gott, ich bin peinlich. The esophagus is also part of the system, as well as various salivary glands near the mouth. Ich glaube, er hat sich jetzt kalibriert, Leute. When we take the first bite of our food, we chew and break it down to smaller particles mixed with the saliva in our mouths, so that it is easier for us to swallow. Sehr cool Our gemacht. saliva contains the digestive enzymes called amylase and lipase that helps to break down carbohydrates. Ist der Nüsse am Essen? Kann das sein? Ja. Our tongue helps to push the food down the throat into the food pipe called esophagus. A small but especially important muscle here is the epiglottis. It prevents the food particles from entering the trachea further to our lungs. Jetzt geht das runter, A genau. 25 centimeter long esophagus contains many layers of muscles, which pushes the food into our stomach. The first main stop of food is in our stomach, where the food gets broken down into Magensäure, ne? even smaller particles. The stomach is filled with acids like hydrochloric acid, sodium chloride, and powerful enzymes called pepsinogen, which digest protein and kills most of the harmful bacteria and germs. Since these are extraordinarily strong chemicals that can damage the stomach walls. Mucus secreted by the gastric glands forms a protective layer on the inner wall of the stomach. The stomach almost takes 4 hours to break down the food. Our stomach constantly contracts every 20 seconds to break down the food. Also ich habe echt This gedacht, ich habe movement einen of the stomach creates a Mittelklasse bis mixture super of PC, semi-digestive aber das substances ist echt der called Knaller. Ey. chyme. The stomach pushes the food down into our small intestine, which is a 5-meter long tube. 90% of the digestion wird das happens richtig gut inside laufen, the small denke ich mal. intestine. The small intestine is divided into 3 parts, which is duodenum, jejunum, and ileum. At duodenum, the food particles get mixed with a lot of juices from the liver, pancreas, and the gallbladder that help to extract the nutrients from food. Kann aber auch an meinen Erling The liver liegen, ne? secretes bile, which helps to break down fats, and the pancreas releases rich enzymes to absorb other nutrients from food particles. Ich denke, was liegt an Erling? Zwecksübertragung. Ja. Die Kaka. As the food travels through the small intestine, most of its nutrients get absorbed by finger-like projections like villi. These trillions of villi contain blood capillaries. These capillaries absorb nutrients and transfer them to the bloodstreams. Die Sachen, die der Körper nicht zu sich nehmen kann, die werden ja dann ausgeschieden, wie das heißt. Naja. The remaining food that is not absorbed by the small intestine reaches the large intestine. The large intestine, which is about 1.5 meters long, is thicker than the small intestine. The large intestine contains approximately 100 billion bacteria. These bacteria help in the production of vitamins and the decomposition of fibers for the body's energy production. We call them good bacteria as they kill harmful germs. In the last journey of chyme, remaining particles like water get absorbed and mucus is added for proper excretion of waste, which reaches the rectum and is finally excreted through the anus. Was geht denn ins Klo? Now you know how our body digests food and extracts rich nutrients from it. Always remember, eat healthily, say no to junk food, and exercise regularly to keep your body fit and fine. Kommt noch mehr?
Hello students, welcome to my science exploration lab. Here you can play around and explore more about the human body. Remember, you have limited time here, so make the best use of it. Touch the button and sort the healthy and unhealthy foods. Ich muss noch mal kurz vorne gucken. Bin sofort wieder Touch da. the button and sort the healthy and unhealthy foods. Wie gesagt, ich vermute es über Airlink, weil vorne läuft alles. Ist auch nichts überfordert oder so. Also jetzt gerade nicht. So, Touch the Start. Okay. Das ist richtig. Cola, nein, nicht gut. 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 Burger, nicht gut. Burger, nicht gut. Melone, gut. Gut. Wow. Ist das Frikadellchen oder was sind das? Nee, Muffins, ne? Schon mit 2 Händen? Jetzt habe ich aus dem rübergeschmissen, das wollte ich nicht. Sorry. Cola weg. Die sehen aber gut aus, ne? Guck mal. Burger. Yum, yum. Muffin. Kann man hier, glaube ich, hingucken? Touch the buttons to place the body organs in the model. Okay. Ich brauche Hirn. Könnt ihr das nochmal reinmachen? Das ist jetzt Quatsch, möchte ich jetzt aber nicht. Kann ich hier irgendwie raus? Touch Bitte. and move the slider to explore the human body. Wow. Gibt's auch so Körperwelten, heißt das, ne? Ich weiß gar nicht, gibt's das noch? Also der hat auf jeden Fall meinen Body hier, ne? Wenn ihr mal guckt so, ne? Hey, Bro. Nein, Spaß. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach, da hinten. Einmal drehen. Ich will raus. Ja, das war's. Echt? Gott sei Dank. Ja, Leute. Ich muss noch mal kurz kalibrieren. So. Überleg, ob wir die auch noch machen. Haben wir alle, ne? Wollten wir die eigentlich aufheben, wenn ich ehrlich bin. Na komm, dann haben wir alle. Please stand by. Start. Das ist auch richtig gut. Also ich hatte auch was gesehen. Ruckelt. Ich weiß nicht, also es ruckelt jetzt schon. Ist das vorne? Vielleicht wegen Laden? The moon is about 4.5 billion years old and is the only natural satellite of Earth. The average distance from the Earth to the moon is 382,000 kilometers. The moon has always been fascinating and remains the first preference for space exploration. Oha, ich glaube, das wird auch eine Ruckel. Nicht. What the fuck is India going? launched the first space mission to the moon Chandrayaan-1 in October 2008. After the success of Chandrayaan-1, now India is ready to take a further step and widen the scientific objectives of Chandrayaan-1 by launching its second lunar exploration mission, Chandrayaan-2. Ist ja der Knaller, Leute. Chandrayaan-2 was launched on 22nd July 2019 by an LVM-3M1 rocket. The craft reached the moon's orbit on 20th August 2019 and began orbital positioning maneuvers for the landing of the Vikram lander. However, the lander crashed when it deviated from its intended trajectory while attempting to land on 6 September 2019.
Chandrayaan-3 is a follow-on mission to Chandrayaan-2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface to explore the south pole of the Moon. Also known as the dark side of the Moon, Chandrayaan-3 is an indigenous mission comprising of a propulsion module lander known as Vikram and a rover known as Pragyan. The mission is designed to expand the lunar scientific knowledge through detailed study of topography, seismography, mineral identification and distribution, Nee, das war der falsche Knopf. surface chemical composition, thermophysical characteristics of topsoil, and composition of the tenuous lunar atmosphere, leading to a new understanding of the origin and evolution of the Moon. Okay, ich dachte, ich kann die starten. Sorry, Leute. Start hätte ich aber jetzt gern gesehen. Wenn Welcome to the ISRO lab. Please walk around to explore Chandrayaan by using joystick. Alter Vater, ey. Könnt ihr die von innen sehen? Wie geil ist das denn, Leute? Soll ich auch richtig angucken, ne? Ist ja der Knaller, ey. Das ist ja echt der absolute Knaller. Geht der wieder zu? Nö. Gut. Geht wohl nicht zurück. Ich muss so laufen, weil sonst muss ich aufstehen. Pragyan rover, Pragyan, which translates to wisdom in Sanskrit as the Okay. Ach, ihr erklärt da die ganzen Sachen. Das war doch dieses, da auf dem Mars rumgefahren ist, ne? Dieses Fahrzeug, glaube ich. Genau, ich glaube ja. Krass. Vikram lander, named after Dr. Vikram Sarabhai. The father of the Indian space program, the Vikram lander is designed to execute India's first soft landing on the lunar surface. Jetzt seht ihr hier nochmal alles. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich möchte hier hinten in den Kontrollraum. Ich habe jetzt keine Lust aufzustehen. Ich gehe mal rückwärts, ja, oder seitwärts. Ich glaube nämlich, dann seid ihr gleich auf dem Mond. Welcome to the ISRO Control Center. Scheiße. Begin the launch sequence by pressing the launch button. Ist ja der Knaller, ey. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen rum. Ah, geht nur bis hier. Schade. Und hier? Wie weit kann ich hier? Auch nur bis hier. Boah, Leute, ey. Ist ja der Knaller. Gut, wir drücken mal. Go! The launch begins in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Yeah! Ich hoffe, ich sitze jetzt da drin. Das wäre der Knaller, ey. Genau, das haben die so gut hinbekommen. Verdammte Hacke, ey. We have successfully launched the LVM-3M4 into space. It will take 35 to 45 days to reach the moon. Verdammte Hacke, ey. S-200 strap-on rocket separation sequence initiated. Igniting L-110 rocket. Wahnsinn. Also die Erde sieht jetzt nicht so detailliert aus, also detailliert aus. We Aber have reached das the sieht Earth's richtig orbit. verdammt gut aus. Wir müssen mich Release leider payload drehen. fairing from the launcher. Fall gleich vom Stuhl, weil ich mich hier mitdrehen muss. Also ich hab so einen festen Stuhl, wo ich mal rumspiele. Commencing stage Wow. 2. Earth orbit sequence initiated. Da ist die Sonne und das
Der Mond, da. Release L110 commencing stage 3. Ignite C-25 rocket. Leute, ich muss mich einmal drehen. Ja, ich glaube, so ist besser. Ja. Nee, ist genauso. Entering deep space. Verdammt! Disengaging Chandrayaan 3 module from the launcher. Preparing Chandrayaan 3. Opening satellite panel. Commencing orbit raising maneuvers of 5 Earth burns. Krass. Earth's orbit maneuvers completed. Shifting module orientation towards the Sun. Leaving Earth orbit. Entering the lunar transfer trajectory. Ab zum Mond! Initiating lunar orbit maneuvers. From here, Stimmt. Chandrayaan 3 may Die haben take up Daten to 2 gesammelt, days to ne? arrive in the Und denen sind proximity of the moon. Über den Kreis geflogen. Halt um Daten zu berechnen, wie groß der ist, was für ein Umfang und so. Naja, da weiß ich. Weiß ich noch, da war ich Setting dabei. orientation into the lunar orbit. The propulsion module will be brought closer to the moon in 100 by 100 kilometer circular orbit through 5 lunar burns. Commencing Vikram separation from the propulsion module. Commencing Vikram reorientation sequence. Orbiter starts scanning the lunar surface. Krass. Vikram scans and identifies a safe landing site on the South Pole region and transmits the Das ist die scanned images to the command Kornfeldbezeichnung. center. Ein Spaß. Landing safe zone identified. Initiating deboosting Landing zone. procedures. Krass. Einfach nur krass. Ich hoffe, dass der... Was wird denn? Genau, mal gucken, weil ich sitze jetzt wieder gerade. Deboosting started at 100 kilometer above lunar Ich sehe surface. leider nichts. Okay, es ruckelt auch. Alles geht's. Deboosting in progress. Vikram at 50 kilometer and descending. Fine braking phase. Bisschen Grafikfehler. heute. Vikram at 25 kilometers and descending. Wow. Aggressive braking phase begins. 10 kilometers and braking. Rough braking. Rough braking. 5 kilometers and descending. Uniform braking. Uniform braking. 500 meters and descending. Wow. Was kann ich denn hier drehen? Boah, krass, ey. Hätte ich einen Drehstuhl, wäre das, glaube ich, ein bisschen besser für euch. Dass ich das immer so machen muss. Also ich habe einen Drehstuhl, den habe ich nur zum Zocken. Also wenn ich jetzt Flat spiele. Weil hier extra so eine, in der Mitte hier so ein Teppich ist, dass das alles Touchdown ausgemessen, extra für confirmed. VR. Sending signal to Earth. Vikram safely lands on Moon. Okay. Now let's begin our exploration, Wow. dear Space Explorer. Mal kurz gucken, ob das vorne bei euch auch so komisch aussieht wie bei mir. Press trigger to open Pragyan ramp. Nö, alles gut. Press trigger to open Pragyan. Hab ich. Opening Pragyan ramp.
You are now ready to conduct several experiments on the lunar surface. You need to drive Pragyan to collect the 6 different elements from the lunar surface for tests and research purposes. Please note you have only 14 Earth days to collect all the samples before Pragyan's battery runs out. Topography survey complete. Once you successfully collect all the 6 elements from the moon, Pragyan will park itself next to the Vikram and host an Indian flag. Gott, wie soll ich denn die alles einsammeln? Das ist ja mega viel. Achso, es sind über... Ah, okay, damit man nicht so lange suchen Thermophysical muss. characteristics of topsoils experiment complete. Seismography survey complete. Huch. Ah, passiert nichts. Okay, cool. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Mineral identification and distribution experiment complete. Ah, da hinten sehe ich den wir brauchen. Ah. Also das geht nicht so richtig, aber es geht. Einfach mal so sagen. Dann brauchen wir noch so einen gelben mit. Composition of the tenuous lunar Stachel, atmosphere ne? experiment complete. Da hinten ist einer gelber mit Stacheln, glaube ich. Bin ich schneller fahren hier oder was? Hinten ist auch zu weit. Ich gehe mal hier hinten zu denen da hinten. Den haben wir nämlich, glaube ich. Oh, ich sehe, doch, hier ist aber einer. Der ist sogar näher. Hol den gelben Stachel! Hol ihn! Surface Chemikalie Komponenten. Keine Ahnung. Oh, noch 6 Tage. Batterie hält. Ist doch eigentlich schaffen, ne? Wenn wir den jetzt holen und dann zurückfahren. Hoffe ich mal. Jetzt haben wir alle. Surface chemical compositions experiments complete. Congratulations, dear space explorer, you have completed the lunar surface explorations. Thank you. Let's host the national flag. Achso, ich brauche gar nicht zurückfahren. Ich habe gedacht... Indische Flagge, ne? Meine ich? Oder? Wow. Ja, wir haben es durch. Ich freue mich. Also ich freue mich nicht. Die machen noch mehr. Ich habe auf der Homepage schon geguckt. Also da, wenn noch mal was kommt, werde ich mir das auf jeden Fall kaufen. Ja, wie gesagt, das war einmal, wo ihr in den Körper rein könnt. Nee, als erstes haben wir Live in Water, also unter Wasser. War für mich das Beste, was ich je gesehen habe an Experience. Das war auch, habe ich auch noch nie so gesehen. War okay. Und das war auch okay. Aber das war das Allerbeste. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich, jetzt geht der Daumen hier nicht, würde mich über einen Daumen freuen. Und die noch kein Abo haben. Abo. Ich verlinke mal den Entwickler. Also könnt ihr auch Steam kaufen. Kostet 14,79. Habt ihr 3 Experience, also ungefähr eine Stunde 10 würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall wert. Also das auf jeden Fall hier. Ne? Das ist auch ganz gut und das ist auch okay. Ne? Das war jetzt, ja, die beiden sind okay, aber das ist wirklich das Knallergeilste, was ich unter Wasser gesehen habe. Gut, ihr Lieben. Und ein Abo natürlich, wenn ihr noch keins habt. Euer HundelungeVR. Bis dann. Ciao, ciao. Wahnsinn.